Hallo. Hallo, wir sind Marc. Und Lou. Herzlich willkommen im Haus Malou. Kommt rein. Ja, hier sind wir in unserer Wohnküche. Hier haben wir auch unsere Kücheninsel, unsere individuelle, die wir selber gebaut haben, mit einer Arbeitsplatte aus einer alten Stalltür. Wir haben hier am Anfang überlegt, ob wir hier eine Vollholzarbeitsplatte machen. Das Problem ist, dass die Preise momentan so in die Höhe gestiegen sind. Und da wir ja wirklich gerne alte Sachen hier wiederverwenden, haben wir gedacht, wir benutzen einfach eine Stalltür. Die Griffe, die haben wir mit Absicht dran gelassen, damit man einfach den Charme der alten Stalltüren sieht. Soll ja auch ersichtlich sein, dass es alte Stalltüren sind. Das ist eine alte Feuerwehrleiter von unseren Nachbarn gegenüber. Ich habe die Idee gehabt, sie quer über die Kücheninsel zu hängen, damit wir da einfach unsere Lampen und ja, alles dranhängen können. Ich erzähle dann meinem Mann meine Ideen. Ich muss es halt umsetzen. Das ist unser alter Postschrank. Hier wurden früher die Briefe sortiert und hier unten hingen dann die Säcke. Ja, und wir haben ihn jetzt umfunktioniert und jetzt benutzen wir ihn als Gewürzregal und Arbeitsfläche. Das ist ein Campinggast-Kochfeld, das habe ich günstig in einer Flohmarktgruppe erstanden. Ich mag nicht dieses Neumodische, ich mag auch nicht diese typischen Einbauküchen. Ich mag dieses Individuelle, es hat Charakter. Besonders, dass wir auch hier wieder eine Stalltür als Arbeitsplatte genommen haben. Jetzt zeige ich euch mal unsere Spüle. Das ist ein alter Steintrog, was eigentlich so eine Schweinetränke gewesen ist. Wir haben das bei uns auf dem Grundstück gefunden. Es ist echt toll, du kannst es leicht sauber halten. Ich mag das auch, dass es benutzt ist, dass es alt ist. Das ist eine Chippendale-Kommode, die habe ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden und ich fand die so toll. Sie war zwar in diesem dunklen Holz und ich habe gedacht, die funktioniere ich um, also die streiche ich um und habe die Rückwand mit Tapete beklebt. Ja, und da drin steht jetzt mein Vintage-Geschirr. In der Küche haben wir fast überall Tafellack. Das können wir dann eben halt bemalen und beschriften. Hier war eine Wand drin, also wir hatten hier 3 Wände rausgenommen. Hier war eine Wand, hier war eine Wand. Ja, ja und hier war die Wand. Hier haben wir den Durchbruch gemacht, weil es waren 2 Wohnungen, die wir zu einer gemacht haben. Ich komme aus dem Einzelhandel. Ich habe gelernt Konditorin. Wir haben im ganzen Haus 200 Quadratmeter Wohnfläche. Wir wohnen hier zur Miete seit 2022. Unsere Vermieterin ist uns entgegengekommen, indem wir nicht so eine hohe Miete zahlen müssen. Sie freut sich einfach, dass wir das Haus instand halten. Ja. Wir lieben dieses Haus. Also wir haben uns wirklich von der ersten Besichtigung an sofort drin verliebt. Es war wirklich viel Arbeit. Wir haben hier die Wände weggenommen, wir hatten hier auch Schimmelprobleme, Feuchtigkeit. Die Decke haben wir rausgenommen. Ja, stimmt, wir haben die Decke rausgenommen, wir haben die Dachbalken alle freigelegt. Wir haben hier alles reingesteckt, weil das halt unser Zuhause ist. Wir haben ein Jahr eine Auszeit genommen, wir waren dort im Ausland. Also damals, bevor wir nach Spanien sind, haben wir halt alles verkauft. All unseren ganzen Besitz haben wir verkauft. Wir haben auf den Kanarischen Inseln und spanisches Festland gelebt. Und als wir zurückgekommen sind... Hatten wir 3 Reisetaschen. Und keine Möbel. Und dann wurde uns das Haus angeboten und wir haben uns sofort drin verliebt und haben angefangen, unsere ganzen Möbel vom Sperrmüll und eBay Kleinanzeigen zusammenzusammeln. Für die Ersteinrichtung hier haben wir ganze 500 € ausgegeben. Und ja, und nach ist eben halt immer mehr dazugekommen. Aber alles, was hier im Haus ist aus der Flohmarktgruppe oder... Aus zweiter Hand. Ja, auf jeden Fall aus zweiter Hand, genau. Hier sind wir bei uns im Schlafzimmer. Genau. Was wir aber auch als Gästezimmer nutzen, wenn wir noch Besuch kriegen, weil dann ziehen mein Mann und ich nach oben.
hier hinter mir ist Wandkunst. Die habe ich mal im Internet entdeckt. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es halt nachgebaut habe. Die Lampe, das Gestell habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, ach, da wickel ich ein bisschen Draht drum. Und dann stecke ich da Blumen rein und dann trocknen sie halt da drinnen. Wir mögen keine Türen. Ich mag mehr so den Loftcharakter. Es muss da halt alles auf sein, man muss überall hingucken können. Türen wird man bei uns im Haus keine finden, außer im Bad. Hier sind wir an unserem Esstisch. Der ist richtig schön groß. Ich liebe große Esstische, weil wir gerne mit Freunden zusammen kochen und zusammensitzen. Und ja, dazu passend das Sofa, ein altes Esszimmersofa. Auch das habe ich aus einer Flohmarktgruppe erstanden. Ja, und der Tisch, der hat mittlerweile schon seine 9. Farbe gesehen. Ganz normal war das Holz da, dann war er in weiß, dann grün, dann hellrosa, dann tatsächlich schwarz, blau-schwarz, jetzt wieder rosa mit Glitzer. Also immer so, dass ich mal was Neues ausprobiere. Hier ist unser Kaminofen. Kam extra ein Ofenbauer, der tatsächlich den so eingemauert hat. Und das ist total schön. Also ich finde die Form auch schön. Und das wird tatsächlich alles warm. Also wenn der Kamin wirklich eingeheizt ist, dann kann man sich hier schön draufsetzen. Und dann wird man wirklich von allen Seiten gewärmt. Wir haben hier überall im ganzen Haus Schaukeln. Und tatsächlich ist das so, dass selbst wenn die Erwachsenen hierher kommen, sich erstmal auf die Schaukel setzen und schaukeln. Hier ist unsere kleine Sitzecke. Ich sitze hier total gerne, weil ich hier nämlich meine ganzen Wohnzeitschriften angucke. Das ist so mein Hobby. Ich habe unfassbar viele Wohnzeitschriften, da hole ich mir die Inspiration raus. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder sich hier im Garten überall wohlfühlen. Sie können sich hier überall aufhalten, sie können überall spielen, ob jetzt im Wintergarten, auf dem Bett, im Tipi. Für die Kinder ein Spieleparadies. Das ist unsere Matschanlage. Hier können die Kinder Wasser laufen lassen und hier können sie stehen und mit Sand und matschen. Ja, das ist unser Hasenstall. Lisi und Lumpi, die sind eigentlich hier immer draußen. Und Lumpi ist der kleine Schwarze. Zwerghase. Ja, und der geht auch immer durchs Dorf spazieren. Geht zu den Nachbarn an die Gemüsebeete, kommt von alleine immer wieder zurück zu seiner Partnerin. Die lieben sich ganz arg, die beiden. Auch wenn sie so grundverschieden sind. Das ist unsere Chill-Lounge. Das ist ein ehemaliger Wintergarten. Den haben wir mit Stein ausgelegt, haben hier Paletten hingestellt, eine Matratze. Und jetzt kann man hier, wenn es regnet, auch schön sitzen. Wir mögen das total gerne mit diesen ganzen Tüchern hier überall. Also bei uns im Garten hängen eigentlich überall Tücher, aber durch den Wind gerade mussten wir ein paar abnehmen. Das ist unsere Totholzhecke hier, die wir als Sichtschutz und als Windschutz genommen haben. Wenn wir morgens rauskommen, sind hier wirklich viele, viele Vögel drin, die da drinnen nisten. Wenn wir dann rauskommen, wie die dann alle rausfliegen und wieder reinfliegen, das ist fantastisch. Unsere Schildkröten. Genau. Das ist Waltraud. Sie ist jetzt 26. Und hier haben wir Gustav.
Ja, wir mussten sie leider jetzt trennen, weil jetzt noch Paarungszeit ist und er sie nicht in Ruhe lässt. Ja, und wir gönnen ihnen jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe. Jetzt zeigen wir euch mal unseren Ausblick. Wir wohnen hier direkt am Feld und dahinter haben wir ein Stück Wald. Wir haben es nicht weit bis zum Meer, 10 Minuten. Wir wohnen hier direkt in Ostholstein, in der Nähe von Grömitz oder zwischen Grömitz und Fehmarn. Unser Haus gehörte früher Herzog von Güldenstein. Der Herzog hat hier nicht selber drin gewohnt. Der hat dann die Knechte und die Mägde drin gewohnt, die sich hier um alles gekümmert haben. Hier haben wir 2.500 Quadratmeter Grundstück. Da steht unser Haus drauf. Das Atelier, der Wintergarten. Ansonsten lassen wir alles wild wachsen. Also bei uns dürfen Brennnessel wachsen, Disteln. Wir mögen es halt gerne wild. Jetzt nehmen wir euch mal mit nach oben. Hier Sport- und Spielzimmer von den Kindern. Hier wird viel geschaukelt, hier wird Akrobatik gemacht, hier wird auf der großen Tafel gemalt. Die Kinder haben eigentlich die ganze Etage für sich alleine. Ja, und jetzt zeige ich euch mal unser Badezimmer. In unserem ganzen Haus haben wir dunkle Wand- und Deckenfarben. Überall unten haben wir Schwarz und Anthrazit und hier haben wir wirklich ein Dunkelblau und oben an der Decke Glitzerfarbe. Echter Rasen geht ja leider nicht, also haben wir uns für Kunstrasen entschieden. Der ist wirklich total flauschig und schön, ist auch super zu reinigen, also da braucht man sich keine Gedanken machen, da kannst du absaugen, kannst du wischen. Und damit wir hier drinnen auch die Natur so mit reinbringen, haben wir halt einfach einen schönen Ast hier reingestellt und eben halt unsere Pflanzen. Und das sind echte Pflanzen. Und dann geht es auch schon weiter ins Ankleidezimmer von uns. Das ist mein Brautkleid. 2010 haben wir geheiratet. Ja, ich liebe es einfach. Überall, wo wir gewohnt haben, stand es halt auf der Schneiderpuppe. Da ich das ganz toll finde, dass man ja auch aus der Natur sich so Hilfsmittel holen kann, haben wir statt einen Kleiderschrank einfach hier die Äste aufgehängt und darin unsere Kleider aufgehängt. Lichterketten hängen bei mir das ganze Jahr über, und zwar überall. Wir haben nirgendwo Deckenlampen, bis auf eine, aber Lichterketten haben wir tatsächlich überall im ganzen Haus, weil ich es einfach urgemütlich finde und schön. Was ganz witzig war, der Herzog hatte hier eine große Hochzeitsfeier und dann hielt nachts der Reisebus, um die Gäste abzuholen, direkt bei uns vor der Tür. Man wollte die Gäste bei uns abholen und hat gedacht, die Hochzeitsfeier würde bei uns stattfinden, weil das Haus von außen so schön geleuchtet hat mit den ganzen Lichterketten. Das ist auch ein schönes Kompliment. Wenn wir hier abends sitzen, dann sind wir wirklich glücklich, weil es einfach unfassbar schön ist. Wir waren sonst immer so die Rastlosen, mal hier und mal da. Und das ist jetzt unser Zuhause, unser richtiges Wohlfühlzuhause. Das war die Roomtour durch unser Haus Malou. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ja, und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut gerne hier und abonniert den Kanal.